Hallo und herzlich willkommen, liebe Mitreisenden, liebe Wohnmobilfreunde, heute zu dem Thema, wie bekommen wir unser Frischwasser in das Wohnmobil. Das Video haben wir schon mal gemacht vor vielen Jahren. Wir wollen das noch einmal machen, weil wir haben jetzt auf Reisen die möglichsten und unmöglichsten Dinge gesehen. Deshalb haben wir uns entschlossen, was haben wir hier an Equipment und was benutzen wir. Wir bringen viele gute Tipps für Anfänger und natürlich viel Gewohntes für die alten Wohnmobilfreunde. Viel Spaß, wenn dich das interessiert, bleib dran. Bis gleich. Schön, dass du dran geblieben bist zu dem Video. Hier ganz einfach, wie bekommen wir unser Frischwasser in unser Wohnmobil? Was gibt es hier für Möglichkeiten? Unser Frischwassereinfüllstutzen in unserem Wohnmobil ist in der Regel verschlossen. So geht das Ganze auf und hier füllen wir unser Frischwasser ins Wohnmobil ein, in unseren Frischwassertanks. In erster Linie ist das hier bei uns so, dass wir bei unserem Wohnmobil hier so einen Aufsatz nehmen. Und zwar schaut er so aus, den gibt es für viele Reisemobile. Da haben wir auf zwei Seiten diesen Konus, wo man das von Gardena aufstecken kann. So schaut es dann aus. Und auf der anderen Seite ein Verlängerungsschlauch. Hier gibt es unterschiedliche Größen. Ich empfehle hier auf jeden Fall welche zu nehmen, die unten und oben diese Löcher haben, wo die Luft aus dem Frischwassertank entweichen kann, damit er ordentlich befüllt wird. Wir haben das bei uns so gemacht, dass wir hier das Teil haben, da kommt unser Schlauch an, unser Frischwasserschlauch an. Das wird eingesetzt, das zeigen wir euch gleich. Und wir haben hier einen ca. 40 cm langen Schlauch, der bis in den Frischwassertank hineinragt. Somit wird der Tank optimal befüllt. Die Luft kann optimal durch dieses Löcher hier entweichen. Bei uns funktioniert das dann so, dass wir hier diesen Schlauch ganz einfach einfügen, hier in den Nasen verbinden und handfest andrehen. Somit haben wir das fest installiert. Der Schlauch ragt bis in den Frischwassertank hinein und die Luft im Wassertank kann hier optimal entweichen. Dann haben wir zusätzlich hier für uns eine Wasseruhr, damit wir sehen, wie viel Frischwasser wir betanken. Das ist jetzt kein Muss, das kann jeder für sich selber entscheiden. Wir haben das gemacht, damit wir sehen, wie viel Wasser wir in unseren Frischwassertank hineinbekommen. Und dann haben wir hier einen Filter, den kann man auseinandernehmen und schön reinigen. Und hier haben wir schon mal die groben Partikel, die hier mit dem Frischwasser über den Schlauch kommen, ganz einfach ausgefiltert. Und somit liegen wir hier mit den festen Bestandteilen relativ reinen. Hier haben wir einen Schließhahn dran, da kann man auf und zu sperren und das wird ganz einfach wie folgt angeschlossen. Wir schließen als erstes unsere Wasseruhr an. Das schaut dann so aus. Und dann haben wir hier unseren Filter und dieser Filter, der wird bei uns dann hier drauf gesteckt und hieran kommt dann der Frischwasserschlauch. Das ist der Idealfall, wenn wir Frischwasser betanken. Ja, und was nehmen wir dazu für einen Schlauch? Wir haben einen ganz normalen Lebensmittelschlauch. Den haben wir hier, den tauschen wir einmal im Jahr aus. Der ist 1,50 Meter lang. Den kann man hier optimal anstecken. Hier bei uns mit Gardena-Verschluss und das gleiche auf der anderen Seite. Das ist jetzt für Wasser für kurze Wege. Bei Wasser für langen Wegen benutzen wir ganz einfach hier unsere flexiblen Schläuche. Da haben wir einmal einen Schlauch, der ist 2 Meter, der wird erweitert auf 6 Meter und dann haben wir hier einen, der ist, glaube ich, 7 Meter. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall verlängert der sich auf 21 Meter.
Da haben wir davon 2 Stück für Wasser über längere Wege. Kommt ab und zu mal vor, haben wir schon in Verwendung gehabt. Das sind unsere Schläuche und die Schläuche nehmen wir sehr oft und auch sehr regelmäßig. Ja, das ganz einfach mal dazu zum Idealfall. Wir zapfen an dem Wasserhahn, stecken unseren Schlauch an und wir verbinden das mit unserem Wohnmobil, mit unserem Einlass und da wird das optimal befüllt. Jetzt, wo wir auf Reisen waren, haben wir es bei vielen wieder gesehen, dass viele Verbindungsstücke gefehlt haben, viele Distanzstücke gefehlt haben und so weiter. Und da haben wir für uns hier ganz einfach so einen Sack gemacht. Man kann da eine Tüte machen oder ein Kästchen oder wie auch immer. Hier haben wir unsere verschiedensten Distanzstücken drin. Das heißt, das sind diese Gardena-Anschlüsse, die man bei den Wasserhähnen aufschrauben kann. Die gibt es in verschiedenen Größen, in verschiedenen Zollgrößen und natürlich ganz wichtig in verschiedenen Gewindearten. Da sollte man ganz einfach mal drauf achten. Wir haben hier verschiedene Gewindearten, Gewindesteigungen und grobes Gewinde und feines Gewinde. Also wir haben hier mehrere drin. Da probiere ich dann meistens aus, was am Wasserhahn ranpasst, was ganz einfach hier optimal funktioniert. Und dann haben wir 2 solche Verlängerungen mit dabei, wo wir unsere flexiblen Wasserschläuche miteinander verbinden können. Ja, jetzt kommt man natürlich auch zu Wasserhähnen, die abgesichert sind, wo man nicht so richtig ran kann. Braucht man meistens einen Knick, da wird die unmöglichsten Experimente gemacht. Da haben wir uns hier diesen von Gardena, diesen flexiblen Knick versorgt. Das schaut dann so aus, ich schraube mir das ran und ich kann hier den flexibel einstellen, wie ich möchte und kann natürlich das Ganze noch einmal auf den jeweiligen Anschluss herunterdistanzieren und somit passt das Gerät hier überall rein. Wenn wir jetzt nicht ganz rankommen an Wasser, da haben wir auf jeden Fall, schaut dann so aus, ihr habt im Grunde genommen hier drin auch noch mal so einen Filter. Das wird an den Wasserhahn unten rangeschraubt am Waschbecken. So schaut das Ganze aus und das wird dann hier in die Verbindung, wie wir es hier sehen, eingesetzt und dann gesichert. Ihr seht es. Dann kann das nicht mehr rausrutschen und hier unten schließen wir mit Gardena unseren Schlauch zur Entnahme vom Wasser ganz einfach an. Ja, und die Wasserabnahme wird hier an den Wasserhahn mit Innengewinde angeschlossen, wird eingedreht. Dann nehmen wir hier unseren Wasserdieb, den stecken wir hier unten an. So schaut es dann aus. Dann wird das Ganze verriegelt, somit sitzt er fest, kann nicht mehr abrutschen. Hier kommt dann unser Schlauch ran zum Bedanken und Befüllen unseres Wohnmobiles und dann funktioniert das tadellos. Für Wasser über längere Wege haben wir ganz einfach uns zusätzlich noch einen Absperrhahn von Gardena hier versorgt. Den schließen wir zwischendrin an. Das ist relativ einfach, damit man das schnell abstellen kann. Wo jetzt das Wasser zum Beispiel über Gebühren läuft, wo man nicht endlos zapfen kann, da kann man dann hier wunderbar den Schlauch absperren. Das haben wir auf jeden Fall mit dabei, brauchen wir aber teilweise nicht so häufig. Ja, und was man hin und wieder braucht, ist ganz einfach einen Wasserdieb nennt sich das. Wir haben da 2 Varianten. Einmal diese Variante, wo man hier direkt an Wasserhähne rangehen kann, die einen ganz schmalen Zapfhahn haben. Der wird dann eingeschoben und hier mit einem Schellenring ganz einfach festgedreht. Auf der anderen Seite kommt dann wie gewohnt mit Gardena unser Schlauch drauf. Somit kann ich überall Wasser tanken. Dann haben wir noch eine zweite Variante von einem Wasserdieb.
Der ist mit solchen Schrauben, den haben wir jetzt erst verwendet, weil der ging sehr gut drauf durch diesen Gummi. Der ist recht flexibel, den kann man dann schön drauf schieben und mit den umliegenden Schrauben schön leicht handfest ziehen. Hier unten den Schlauch ran und das Wohnmobil optimal befüllen. Das findet man meistens in südlichen Ländern vor, wo man jetzt Wasserentnahmestellen hat, wo Wasserhähne nicht so eindeutig sind, wo keine Vorrichtung oder Gewinde dran ist. Da nehmen wir diese Geschichten. Vor einiger Zeit habe ich mir dann von Gardena diesen Anschluss nochmal mit versorgt. Hier ist ganz einfach ein grobes, steiles Gewinde drauf für Wasserhähne, die ein Innengewinde haben. Und hier kommt dann wiederum der Schlauch, den wir zum Befüllen für unseren Wassertank benötigen, wird hier angesteckt. So schaut das aus. Den haben wir bis jetzt nur einmal gebraucht. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, und wir haben es jetzt wieder gesehen auf Reisen. Es fehlen Anschlüsse, es fehlen Verbinder, es fehlen die entsprechenden Schläuche. Also auf der einen Seite muss es passen und natürlich auch auf der anderen Seite muss es passen. Schaut ganz einfach mal nach und wie ihr euer Wasser schnellstmöglich betankt. Somit haben wir keinerlei Probleme mit unserem Frischwasser. Und sollten wir dennoch einmal Probleme haben, wo wir kein Wasser entnehmen können oder zapfen können oder wir mit unseren Verbindern, mit unseren Schläuchen nicht drankommen, dann empfehlen wir die alteingesessene Gießkanne, hier 10 Liter. Eine Gießkanne reicht in der Regel. Wir haben es jetzt gesehen, dass teilweise Fahrzeuge 2 bis 4 Gießkannen mitgeführt haben, 10 Liter. Wir haben teilweise das auch schon mal gebraucht, aber dann kann ich mir die auch von meinen Campingnachbarn ausbogen. Und ich habe mir hier zum Befüllen ganz einfach noch so einen flexiblen Schlauch vom Baumarkt, 40 cm geholt, der ganz einfach in unseren Einfüllstützen passt. Und hier stecke ich das ganz einfach hier vorne auf unsere Gießkanne auf und kann dann unseren Wassertank optimal befüllen. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das war es ganz einfach mal zu unserem Equipment hier zum Befüllen von unserem Wassertank. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer auf einen Daumen nach oben. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, freuen wir uns auf das kostenlose Abo. Da bleibt ihr dabei und verpasst keine weiteren Videos, die wir hier auf unserem Kanal bringen. Informationen, Tipps und Tricks. Wenn ihr Anregungen habt zum Wasserbefüllen für euer Wohnmobil, für euer Camper, dann schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare. Solltet ihr Fragen zu den Artikeln haben, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung und ihr könnt nachschauen, was wir verwenden auf unserer Seite. Somit sehen wir uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt, liebe Wohnmobilfreunde. Bleibt schön gesund. Bis dahin. Tschüss.